Wenn Merino-Socken oder Wollsocken nicht das Richtige für euch sind, dann haben wir für euch heute eine Naturfasersocke, bei der sich die Frage stellt, wie viele Features wollen Sie in eine Socke unterbringen? Und die Antwort ist ja. Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Wir haben heute für euch von Win die Twin Defender Socken für euch. Für alle, die die Marke Win noch nicht kennen, wir hatten da schon vor einiger Zeit auch mit dem Holle zusammen mal die Unterwäsche vorgestellt. Da werden wir auch in der nächsten Zeit nochmal die Unterwäsche, die ihr hier im Hintergrund seht, vorstellen. Heute geht es aber nur um die Twin Defender Socken. Ich habe es eben schon in der Anmoderation gesagt, wie viele Features wollen Sie da unterbringen? Eine Socke ist eigentlich eine Socke, wenn man sich das so mal einfach vornimmt, ne? Könnte man sagen. Also das ist einfach, die Oma hat sie schon gestrickt damals, einfach ein Schlauch, wo man seinen Fuß reinsteckt. Ja, kann man machen, ist meistens auch okay, aber man kann auch hier pimpen und Performance steigern bis zum geht nicht mehr und das hat Win unserer Meinung nach auch gemacht. Eins vorab vielleicht noch, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt Win die Socke ist, die ihr allen anderen bevorzugen solltet. Ja? Es gibt für alles seine Anwendung und es gibt für jede Anwendung auch die richtige Socke. Merino-Socken haben und werden auch immer ihre Daseinsberechtigung haben. Das sieht auch Win so, deswegen hat Win auch die Merino-Socken bzw. Varianten mit Merino-Socken im Angebot. Es gibt sogar Kaschmir-Socken. Ja, also es gibt verschiedene Materialien für verschiedene Einsatzmöglichkeiten und von daher schaut euch einfach das Ganze an, testet mal die Socke und vielleicht ist es ja dann die Socke, die es für euch ist. Ja, bevor wir jetzt hier einsteigen, euch die Features zeigen, habe ich da mal eine Kleinigkeit vorbereitet für euch. Und zwar habe ich mir gedacht, am besten zeigt man das hier am Bein. Wir haben uns entschieden, euch die Details der Socke an der Farbe Military zu zeigen. Military ist bei Win quasi olivgrün, OD. Es gäbe noch Black und es gäbe noch die Farbe, muss ich kurz ablesen, 450 Tan. Also die Farbe heißt nur M450, ist aber eigentlich Tan, Sandfarben. Ne? Nur, dass ihr einfach mal die Unterschiede gesehen habt, hätten wir quasi auch hier für euch das Damenmodell nochmal, dass ihr einfach das auch gesehen habt, zeigen wir euch dann nochmal, wenn es ums Damenmodell geht. Ja, der Name sagt schon, Win Twin. Twin steht für Double Layer, denn das ist die große Besonderheit oder die erste Besonderheit an dieser Socke. Es ist ein Zwei-Lagen-System, also nicht einfach nur ein Schlauch, der zusammengestrickt wird aus verschiedenen Materialien, sondern ein zweilagiges System. Das sieht man am besten, wenn man die Socke auf links dreht, weil die Besonderheit ist nämlich auch, dass die zweite Lage vernäht ist. Das könnt ihr hier sehr gut sehen. Die ist einmal hier vorne und einmal hier hinten vernäht. Bedeutet, auch beim An- und Ausziehen habt ihr nicht die Problematik, ihr kennt das ja vielleicht, wenn man ein zweilagiges System hat, man zieht irgendwie das aus und die eine Lage bleibt dann am Fuß und die zweite Lage dreht sich auf links und dann hat man eine 3 Meter lange Socke im Zweifelsfall und das nächste Anziehen wird zum Graus oder man muss es erst wieder zurückstopfen und das hat Win hier perfekt gelöst, indem einfach die zweite Lage fix vernäht ist. Warum ein Zweilagensystem? Ganz einfach, man will hier verhindern, dass Blasen entstehen können am Fuß, dadurch, dass die innere Lage immer fix am Fuß bleibt und die äußere Lage sich mit dem Schuh bewegen kann. Ja, das heißt, ihr habt immer eine Stofflage, die ein bisschen Bewegungsfreiheit im Schuh gibt, die auch da sein muss. Ja, wenn alles fix und fest ist, dann hat man auch irgendwo keinen Komfort. Aber die zweite Lage ist quasi wie ein Innensocken, der bleibt am Fuß und dadurch kann dann keine Reibung entstehen oder beziehungsweise man hat keine Blasenbildung durch Reibung. Das ist die eine Besonderheit. Ja, dann habt ihr hier noch jede Menge Zonen, die ihr hier sehen könnt, auch sehr schön an der grünen Variante. Ihr habt hier einmal die sogenannte Cushion-Varianten oder beziehungsweise die Cushion-Zone. Das sind hier Polster, die an verschiedenen Bereichen des Fußes angebracht sind. Und zwar immer da, wo auch Druckstellen entstehen können. Einmal hier im hinteren Bereich, hier vorne an den Seiten und natürlich hier auch am Spann. Die Cushion-Varianten gibt es in verschiedenen Stärken. Also es gibt sie von Low, Medium und Extra Cushion. Und wir haben hier gerade quasi die Extra Cushion-Version mit den dicksten Polstern. Ja, das heißt, in dieser Polster-Variante habt ihr den meisten Abstand zum Stiefel.
Neben den Polsterungen habt ihr hier noch andere Zonen, und zwar genau da, wo maximale Bewegungsfreiheit und auch Luftzirkulation stattfinden soll. Und das wäre quasi hier auch so im Spannbereich um die Polster herum und hier auf der Seite und hier im oberen Bereich. Das könnt ihr hier nochmal sehr gut sehen. Und da ist der Socken oder ist die Socke extra dünn, damit hier die Luft besser zirkulieren kann. Als weitere Besonderheit wurde hier ein Strickbündchen verwendet. Das heißt, hier ist auch kein Gummiband verwendet worden, wie das bei vielen anderen Herstellern der Fall ist, was dann auch zu einem beklemmenden oder abschnürenden Gefühl kommen kann, wenn man eine Socke länger trägt. Das sind so die Eigenschaften, wo ich sage, das ist schon krass viel Technik, die man hier in so eine Socke untergebracht hat, und ihr werdet ungelogen den Unterschied spüren. Also wir haben die jetzt auch schon eine Weile im Test und müssen sagen, sie tragen sich auf jeden Fall gut. Wir haben jetzt bisher leider nur, weil es ist jetzt November, wo wir dieses Video aufzeichnen, und ich habe bisher nur die Möglichkeit gehabt, sie in wärmeren Temperaturen zu tragen, und da waren sie mir etwas zu warm im Vergleich jetzt zu einer ganz dünnen Merino-Socke. Aber jetzt kommt ja die kalte Jahreszeit, da werde ich das nochmal intensiv testen und euch auch nochmal berichten, wie denn die Socke sich im Winter geschlagen hat. Da gibt es übrigens auch nochmal für euch, hier sieht man auch immer schön an der Verpackung, für verschiedene Temperaturzonen, verschiedene Varianten. Wir haben hier die Medium Temperature, deswegen habe ich sie auch mal im Sommer angezogen, weil ich gedacht habe, gut, wenn sie bei Medium ist, dann sollte das eigentlich auch im Sommer gut funktionieren. Also von der Polsterung so hat es auch funktioniert, aber für meinen persönlichen Fuß mit meinem Schweißempfinden waren sie ein bisschen zu warm. Ja? Das heißt, ich sag mal, das ist jetzt hier, würde ich jetzt sagen, ein Frühjahr-Herbstsocke oder Frühjahrs-Herbstsocke und jetzt nichts für den Hochsommer. Ja. Was macht die Socke noch so besonders, beziehungsweise was hat es mit den Materialien auf sich? Denn wir haben ja vorhin gesagt, wir haben hier eine Naturfasersocke, ja, also keine Merino-Wolle vom Schaf, auch keine Baumwolle, sondern wir haben hier 100% Natex. Natex ist eine Naturfaser, die von der Rizinuspflanze kommt und auch nur dort, also beziehungsweise der Teil der Rizinuspflanze, der eigentlich sonst Abfall ist, wird hierfür verwendet. Ne? Sonst ist die Pflanze fürs Öl ja bekannt. Und das heißt, man hat hier quasi aus Abfall Socken gemacht, also tatsächlich ein 100% recycelbares Produkt. Und das finden wir natürlich Weltklasse, weil man ein Naturprodukt hat, keine Kunstfasern, und trotzdem auch wieder was für die Umwelt getan hat. Ja? Also da ist Win ganz weit vorne. Das haben wir im ersten Video auch deutlich herausgestellt. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Ansonsten auch gerne bei Win auf der Seite. Die sind da äußerst transparent und haben zu jedem Material, was sie verwenden, immer nochmal schöne Textblöcke, wo man sich durchlesen kann, um was es sich da genau handelt, wo es herkommt und was die Idee dahinter ist. Also das haben sie wirklich extrem toll dargestellt auf ihrer Webseite. Ja. 100% Natex kann sich vielleicht keiner was vorstellen. Auch in den Shops werdet ihr vielleicht noch andere Daten angegeben haben. Das liegt daran, dass die deutsche Textilverantwortung oder die europäische Textilverordnung Materialeigenschaften benannt haben möchte. Und denen reicht dann halt 100% naturbasierte Nylonfaser nicht. Deswegen würde diese Socke den Materialeigenschaften entsprechen von 53% Polyamid, 33% Polyester, 12% Polypropylen und 2% Elastan. Das wäre quasi, was 100% Natex ausmacht. Ja. Natex trocknet übrigens 50% schneller als die Konkurrenz, also auch bei Merino-Socken. Von daher, auch da bin ich sehr gespannt im Winter, wenn man mal eine schweißtreibende Aktion hat, wie schnell dann die Socke wieder trocknet. Für alle, die von den Größen wissen wollen, was hier genutzt werden kann, Win hat hier 5 verschiedene Größenblöcke, die jeweils 3 Größen abdecken. Also es gibt einmal die Größe 35 bis 38, 39 bis 41, 42 bis 44 und 45 bis 47 und 48 bis 50. Also das sind die 5 Blöcke, und in diesen Bereichen könnt ihr euch bewegen. Ich habe hier 42 bis 44 und bin damit sehr zufrieden, was die Größen oder beziehungsweise die Größe angeht. Ich trage normalerweise 44,5 und das wäre quasi ich hätte auch schon in die 45 gehen können, also ich bin genau dazwischen, aber mit 42 bis 44 bin ich hier mit und gut dabei.
Ja, wie gesagt, coole Socke. Auch hier nochmal für euch als Variante möglich, falls ihr sagt, ich brauche jetzt einen flachen, einen hohen oder eine mittlere Socke. Auch da hat Winbus für euch nicht nur die 3 verschiedenen Farben, sondern auch in verschiedenen Höhen. Wir haben hier aktuell nur 2 Höhen, also nur die mittlere und die hohe Höhe. Jeweils beides gut tragbar mit Stiefeln, je nachdem, wie hoch ihr eure Socke im Stiefel tragen wollt. Wenn ihr die Wade noch ein bisschen gewärmt haben wollt oder auch gestützt haben wollt, dann nehmt ihr auf jeden Fall die hohe Variante. Wenn ihr hier so einen Mid-Cut-Stiefel habt, wie den Lova C4 oder sowas, dann ist natürlich die Mitsocke genau abschließend und bündig. Wenn ihr sagt, ich möchte dann doch lieber ein bisschen mehr Freiheit haben am Fuß, dann könnt ihr da von der Größe ein bisschen runtergehen. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angeteasert. Hier haben wir nochmal die Damenvariante. Also auch für die Damen gibt es den Schuh nochmal zusätzlich. Und der ist jetzt hier, wie gesagt, in der Farbe M450 auch zu sehen. Nochmal im Vergleich. Ansonsten dieselben Eigenschaften, aber natürlich dann für den schlankeren Fuß. Wir haben hier jetzt leider nur ein Herrenbein zur Verfügung. Die Frauen waren alle schneller und die konnten noch nicht uns unter den Nagel reißen. Von daher ist die Socke hier ein bisschen straff gespannt, aber auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mit Win selber Erfahrungen gemacht habt. Würde uns auf jeden Fall sehr interessieren, wie das denn so ist oder ob ihr da schon Erfahrungen gemacht habt. Ansonsten gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet oder ob ihr das mal in die nähere Auswahl nehmen wollt. Die Socken und auch die Unterwäsche von Win, gerade auch hier die taktische Linie, bekommt ihr bei Weekend Company. Der Link ist hier unten eingeblendet. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus, bis dann, macht's gut, bye bye.